Scheinselbstständigkeit erkennen. Häufig ist eine Scheinselbstständigkeit von den Beteiligten nicht beabsichtigt, sondern ergibt sich durch die Umstände. Nehmen wir folgendes Beispiel. Ein Freelancer arbeitet zuerst nur für einige Stunden beratend für ein Unternehmen. Die Geschäftsführerin ist zufrieden und erteilt ihm immer größere Aufträge. Er erhält eine Firmen-E-Mail-Adresse und wird in das interne Kommunikationssystem aufgenommen. Bald hat er immer weniger Zeit für andere Aufträge und arbeitet fast ausschließlich für das Unternehmen. Er ist bei wöchentlichen Meetings der Firma dabei, auch wenn es dabei nicht immer um seine Projekte geht. Seinen Urlaub koordiniert er mit den Angestellten und er ist häufig in den Räumen der Firma tätig, um sich besser mit den angestellten Arbeitnehmern austauschen zu können. Bei einer Prüfung wäre es wahrscheinlich, dass dieser Freelancer als scheinselbstständig eingestuft wird. Was als ganz normaler Auftrag begann, kann also zur Scheinselbstständigkeit werden, ohne dass die Beteiligten es wollen oder auch nur bemerken. Wichtig zu wissen: Bei der Beurteilung wird immer der konkrete Einzelfall betrachtet. Die Institutionen betrachten dabei die gesamte Vertragsabwicklung und die tatsächliche Handhabung. Einzelne Anzeichen bedeuten noch nicht zwingend, dass eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Trotzdem sind sie ernstzunehmende Alarmsignale. Die Anzeichen beziehen sich auf zwei übergeordnete Bereiche: Weisungsabhängigkeit und Eingliederung ins Unternehmen. Weisungsabhängigkeit bedeutet, dass der Selbstständige ähnlich wie bei einem Arbeitnehmer konkrete Arbeitsanweisungen vom Auftraggeber bekommt. Das kann zum Beispiel Vorgaben zu den Arbeitszeiten betreffen oder genaue Anweisungen, wie die beauftragten Leistungen zu erbringen sind. Natürlich einigen sich beide Seiten vorab auf die gewünschten Ergebnisse. Wie er diese erreicht, sollte der Freelancer aber selbst gestalten können. Beispiele für Weisungsabhängigkeit sind Aussagen wie diese: Wir starten bei uns immer gegen 8 Uhr. Fang dann bitte auch an. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Erledige die bitte heute auch noch. Halte dich bei der Umsetzung bitte genau an unseren internen Prozess. Eingliederung ins Unternehmen bedeutet, dass der Freelancer mehr als für die Leistungen erforderlich in die internen Prozesse eingebunden wird. Er verwendet eine Firmen-E-Mail-Adresse ohne Hinweis auf den externen Status, arbeitet in den Räumlichkeiten der Firma, trägt ihre Arbeitskleidung und nutzt ihr Equipment. Abwesenheiten wegen Urlaub oder Krankheit muss er melden und abstimmen. Er nimmt an Meetings teil, die nichts mit seinen Aufgaben zu tun haben, und er bringt dieselben Tätigkeiten wie Arbeitnehmer in einem gemeinsamen Team mit ihnen. Das kann besonders oft passieren, wenn er Teil eines agilen Teams ist, das aus festen und freien Mitarbeitern besteht. Auch hier kommt es auf den konkreten Fall an. Natürlich müssen sich Freelancer häufig in einem bestimmten Maß mit Angestellten abstimmen und sollten ihre Abwesenheit vorab bekannt geben. Der Zugriff auf für die Leistungen erforderliche Dokumente und ein gelegentliches Arbeiten in den Büros sind ebenfalls kein Problem. Diese Dinge sollten aber nicht überhand nehmen. Alarmsignale sind zum Beispiel solche Aussagen: Komm gerne jederzeit zu uns ins Büro zum Arbeiten. Hier ist dein eigener Schlüssel. Stimme deine Urlaube bitte mit dem Team ab, damit nicht zu viele von euch auf einmal weg sind. Montags haben wir immer ein Update-Meeting mit der ganzen Firma. Komm dazu, damit du über alles auf dem Laufenden bist.